Ein Eichhörnchen. Ah. Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you. Oh oh. Oh oh. Aber immerhin, er unternimmt schon etwas. Ein Vermisstenplakat. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Das finden wir vielleicht sogar noch heraus, liebe Max. Miss Grant. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Für was? Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Ja klar. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Was hat sie jetzt gegen Kameras in einer Mädchenumkleide? Verstehe ich nicht. Hätte Rachel helfen können? Was? Ich verstehe die Antworten nicht. Das ist verrückt auf jeden Fall. That's crazy. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Was haben die alten Pioniere jetzt mit unserer Überwachungskamera zu tun? Was steht da? Das ist eine Drohne? Da fliegt eine Drohne. Da fliegt sie. Da, die kommt auf uns zu. What the hell? Ja, auch die amerikanischen Ureinwohner, was? The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ja, die Ureinwohner von damals von 1984. Ja, komm, das unterschreiben wir, ja klar. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Dafür Konsequenzen haben. Ja, aber ich glaube, damit kann ich leben. Ist in Ordnung. Kann ich noch mal mit ihr reden? The petition is going well. I think we'll hit our goal. Ob wir es vielleicht nicht doch irgendwann mal... Oh, bereuen werden doch nicht... I better read Warren's text before he blows my phone up. Ja, okay. Huch. Halt, was? Alter. Was? Willst du nach dem übertretenen Kaffee? Ich brauche eine Ausrede, nicht zu lernen. Bitte. 4 Stunden später. Sieht ihr auf keinen Fall Nirkromantik auf meinem Stick an. Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen. Moment, ich muss für einen Physiktest befüllen. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Sie antwortet nicht. Ignoriere diese Nachricht nicht. Hi Max, kannst du meinen Stick mitbringen? Brauche Info und Platz. Hallo? Sorry, bin spät dran. Verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich. Hoffentlich. Okay. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Ja. Ja. Irgendwann. Eichhörnchen. Foto. Mach ein Foto. Ich kann da nicht hinlaufen. Wie zutraulich ist das kleine Ding denn? Ich will ein Foto machen. Mach ein Foto. Ich sagen, es kommt der Aal auf, frisst das Eichhörnchen auf. Das ist von so einem blöden Schwelling auf einen Wassereimer in einer dreckigen Toilette. Davon macht sie ein Foto, aber nicht von einem Eichhörnchen in freier Natur. Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Wir gerade hier mit dem Licht hantieren. Weil das, die Reflexion ist geil, ne? Das ist ein Gitarrist. Von hinten, dessen Kopf gerade zersplattert. Ja, ich habe sehr viel Feingefühl für Kunst. Ach, die uns im Gang immer entgegengekommen ist. Hi. Hi.
Ja, ich gehe ja schon. Polizisten. That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Was zeigt der Moment? Das ist ein Polizist, der irgendeinen Magger da irgendwo hingesetzt hat, okay? Okay, was haben wir denn? Dormitories, Main Building Parking. Dormitories, keine Ahnung, was das sein soll. Ich vermute mal die Unterkünfte. So, da hinten sitzt jemand. Hier ist noch... Ach, guck mal, Daniel, den haben wir quasi auch gerettet. Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. Was malt der denn? Hat er da eine Elfin? Wir fragen ihn einfach mal. Was zeichnest du da? What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. Wow, Maga. Das. Wow. Nerdy, aber. I'd rather not, Daniel. Not that I don't want you to. Never mind. I guess you would be too ashamed. Now, I have to get back to my drawing. Ich meine, sie ist ein hübsches Mädel, aber. Vielleicht kann man sie einfach mal erstmal in der Kantine zum Essen verabreden mal oder so. Gemeinsam Pause machen. Und wer steuert diese verdammte Drohne? Huch. Oh mein Gott. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Hi. Stella always looks so serious and dedicated. Good for Das her. ist die aus dem Unterricht, ne? Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Ist da nicht irgendwie jedes Mädel in den Lehrer verliebt? Ja. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Ja, komm. Wir, Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. ja, was für Geschichten? Rachel ist doch die, die verschwunden ist. I'd like to study this photo if you don't mind. Von was ist das für ein Foto? Eine Frau? Meine Güte. Eichhörnchen. Springbrunnen. Can my dad be okay? Wo kritzelt hier mal alles voll? Da ist die Drohne schon wieder im Wasser. Reflektierend. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why.
Also atmosphärisch ist das Spiel wirklich eine Bombe. Einfach diese Kamerafahrt, wie es einfach so ein bisschen erzählt. Und die Musik dazu. Ich habe mich gerade so ein bisschen verliebt in dieses Spiel. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Ja. Hayden. Ach ja, genau. Der Coole, der mit der anderen da rumgemacht hat. So. Ne? There's Hayden in his Vortex Club harem. He sure is living the dream. Ja. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Ja, das werden wir jetzt bestimmt nicht anschreiben. Wir müssen nicht auf uns aufmerksam machen jetzt. Fair enough, but I'm still not going to party with him. Your loss, bro, is fucking hilarious when he's blazed. And he does always have the best shit. Ja. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Okay. Ich will noch verwirrt, lass uns später reden. Nö, komm, ich möchte jetzt wissen, was mit ihr ist. Schließlich wird sie ja vermisst, oder? What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Okay. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. I'm more confused than before. It's such a mystery. Let's talk later, Hayden. That it is, Max. Now, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Okay. So, steuerst du die Drohne? Pass auf deinen Rucksack auf. Brooke actually has a drone? Offenbar. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Ja, wenn du so fragst, ja. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Okay, finde mich nicht alles, das spielt die Geschichte 2013. Da ist aber noch nicht ganz so aufgeklärt mit Drohnen, muss ich zugeben. Ich meine, so jetzt seit 2016, glaube ich, habe ich es so bewusst wahrgenommen. Kam man ja auch, dass sie auch Drohnen, ausgestattet mit einer kleinen Kamera, ja auch, sagen wir mal, für jedermann wäre, so wie
Ja, für den privaten Haushalt, für den privaten Gebrauch. Schon nicht schlecht. Gut, 2013 weiß ich natürlich nicht. Wahrscheinlich ist das hier echt schon noch, sag ich mal, Science Fiction, in Anführungszeichen. So, komm, spreche noch. Ey! Hör auf so zu Sorry, wackeln. Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Okay. Tasche. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy, though. Suchen? What a complicated name for such a tiny drone. Highfly B400. Warum B400? Was ist daran kompliziert? Huch. Ah. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Wir haben nicht erzählt, was für eine Drohne das ist. That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Eine Facette davon ist, die Zeit zurückzudrehen. Oh, wir sind sogar gar nicht so schlecht. Das Eichhörnchen. Mach ein Foto vom Eichhörnchen. Oder von oben einfach natürlich. Ist auch möglich. Ist schön abstürzen lassen. Ja, Drohnen findet man immer häufiger. Auch so bei Kamerateams, wenn die Dokumentation machen. Habe ich persönlich auch schon erlebt auf der Arbeit, wie dann Blitzkameras-Teams vor der Tür standen mit einer Drohne bei uns durch die Gegend geflogen sind. War schon cool. Und was für eine Reichweite die teilweise auch irgendwie haben, finde ich. Schon nicht schlecht. Ja gut, hier wären wir wieder. I bet David Madsen would love to spy on us with this kind of drone. Here, give the drone a whirl around campus. Ja, ich war eigentlich nur nochmal mit dir reden. Ja, war okay, ja, hier. Dave Metzen, war das der Security-Mann? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Moment, wir können doch... Tab, glaube ich, war das, ne? Ja. Oh, 1 von 12. Müssen wir wieder was lesen. David, Nathan. David ist der Cop. Warum hat er so eine komische Aufmachung? Nathan. Ich dachte, Victoria Chase wäre mein größtes soziales Problem. Jetzt muss ich mich auch noch mit Nathan Prescott rumschlagen. Ich denke, er hat meine verrückte Zeitreisekraft ausgelöst, als er das Mädchen im WC erschossen hat. Er ist 19, bereits ein furchterregender Scheißkerl. Ich denke, ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber Nathan mit meinen Zeitreisen, aber wenn er mich erschießt, kann ich auch nichts mehr ändern. Ich muss aufpassen, wenn er in der Nähe ist, besonders weil er Freunde in wichtigen Positionen hat. Der Name seiner Familie steht quasi auf dem Gebäude in Blackwell. Sein Geld gegen meins. Ach, Nathan tut mir so leid. Er scheint sich nicht unter Kontrolle zu haben, als hätte er Drogen oder zu viele Medikamente genommen. Andererseits ist er ein Arsch, den niemand zur Rechenschaft zieht. Und er hat nur fast, ein Mädchen auf dem Campus getötet. Soll ich direkt zur Polizei gehen? Was soll ich zu meiner Zeitreise sagen? Gar nichts. Ich muss ab jetzt Augen im Hinterkopf haben. Ja, besser ist wohl. Nächste. Wow, der Wachmann ist das größte Arschloch hier. Ja, das scheint wohl die Schule der Arschlöcher zu sein, Max. Und das will was heißen. Er tut so, als habe jeder ein Verbrechen begangen oder steht kurz davor, eins zu begehen. Er hat mich heute im Flur ausgefragt und ich dachte, er verhaftet mich. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich habe gehört, er wurde aus der Armee geworfen oder so. Naja, dann. Natürlich wird er als Sicherheitschef an der Blackwell Academy angestellt. Man soll sich doch sicher auf dem Campus fühlen, oder etwa nicht? Dieser Idiot stolziert überall mit einer Marke und Knarre rum, als wollte er den Elektroschocker zücken. Er würde aber ein gutes Porträt für Autorität liefern.
Wer heiratet so einen Typen? Seine Familie tut mir leid. Muss sein, als lebe man in einer Kaserne. Grusel. Noch einer, dem ich aus dem Weg gehen sollte in Blackville. Muss sie alle sammeln. Die Leute, denen man aus dem Weg gehen sollte. Nein, wir haben aber noch einen. Da ist der Direktor. Ich weiß nicht, was Direktor Wells Problem ist. Er scheint mir stets zu misstrauen. Ach, wer hätte gedacht, dass ich solchen Ärger bereite? Er wollte wissen, warum ich Löcher in die Luft starre. Ich stotterte wie ein Trottel. Er hat so viel Macht über mein Stipendium, dass er mich mega nervös macht. Ich habe ihn mit anderen Lehrern und Schülern lachen sehen, also weiß ich, dass er ein Problem mit mir hat. Er schien etwas gestresst, aber das wäre ich auch, wenn ich Blackwell und das ganze Theater beaufsichtigen müsste. Sein Atem roch nach Alkohol, aber das könnte auch sein Eau de Cologne gewesen sein. Oder? Bei meinem ersten Besuch in seinem Büro war er so nett und gab mir das Gefühl, Teil einer besonderen Welt zu werden. Er meinte, er hofft, ich werde mal eine großartige Fotografin oder widere Blackwell den gefallen. Das halte ich für Wunschdenken, aber es hat sich gut angefühlt. Ich darf nur nicht weiter auffallen, bis ich sein Vertrauen gewonnen habe. You are not the boss of me, schreibt sie oben rechts in der Ecke. Okay, wird doch irgendwas aktualisiert? Ich glaube eher so nicht. Und hier, ja. This does not exist. Ja, komm, wenn wir schon gerade dabei sind. Das existiert nicht. 7. Oktober, das war der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaften Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Dann sah ich einen riesigen Tornado auf Arcadia Bay zu steuern. Es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hose voll hatte. Dann wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde, dabei hatte ich nicht mal geschlafen. Wäre fast vom Stuhl gefallen. Er hat mich was gefragt und ich habe total versagt. Victoria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen. Sie ist so fies. Dann war ich zu feige, ein Foto für den Helden des Alltagswettbewerbs einzureichen, während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Er ist so cool und will, dass ich Erfolg habe. Lass es doch zu, Mädel. Oh, der Schmetterling. Ich fühlte mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen nach diesem Albtraum. Im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen. Und als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Nathan Prescott rein und führte wirre Monologe. Ich versteckte mich und dann kam diese Punkerin rein und sie stritten über Drohung und Geld. Und dann zog Nathan allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Hier wird es merkwürdig. Als er abdrückte, kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt um mich und Druck auf meinen Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drohungen untergejubelt worden, bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher. Täglich grüßt Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Einen Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen vor Nathan retten könnte. Kein Plan wie. Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließe. Ganz viele hypothetische Phrasen hier. Diesmal konnte ich Jefferson mit den richtigen Antworten auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, dass als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Und links ein sehr schönes Bild übrigens. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den Feueralarm aus und verscheuchte die beiden. Sie beide. Sieg! Bis ich vom Sicherheitschef David Madsen, ja genau, der sich für Chuck Norris Blackwell Ranger hält, ausgefragt wurde. Nathan Prescott hätte fast ein Mädchen getötet, aber das Problem bin ich. Ich war so froh, als Direktor Wells einschritt und David wegscheuchte. Okay. Ich traf die womöglich fatale Entscheidung, Direktor Wells zu sagen, dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte. Ich wollte aber das Mädchen oder meine Zeitreise nicht erwähnen. Aus offensichtlichen Gründen.
Er glaubte mir nicht und schaffte es fast, dass ich mich schlecht dafür fühlte, ihm erzählt zu haben, dass Blackwells allergrößter Wichtigtuer Waffen besitzt. Ich konnte ihm nicht sagen, dass er in der vorherigen Zeitschiene ein Mädchen umgebracht hatte. Dort all those who wander are lost. Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Ja, besser geht's nicht. Das stimmt wohl. Okay, ich kann hier auch irgendwas gucken. Ah, guck mal. Kaputtes Skateboard. Ich weiß nicht, wie das ist. Das Eichhörnchen, okay. Eichhörnchen, den Vogel oben auf dem Baum. Wo kann ich Fotos schießen? Da, Eichhörnchen. Eichhörnchen. Huch. Eichhörnchen kannst du nicht teleportieren. Geh zur Cola-Dose. Geh zu irgendeiner Cola-Dose, Eichhörnchen. Bitte, geh zur Cola-Dose. Wo auch immer die ist. Ich habe keine Ahnung. Eichhörnchen hat Angst. Eichhörnchen. Ich will das Foto haben. Da ist noch ein Eichhörnchen. Wie viele Eichhörnchen gibt es denn hier? Wo ist die komische Dose? Lauf mal schneller. Wo ist die Dose? Plakat, Plakat, Plakat. Aha. And this is where the otters perform their aquatic magic. Ja, okay.